Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir Blumenkohl in weißer Bechamelsoße. Auf meinem Kanal wird es ab jetzt öfter mal Beilagenrezepte geben. Dafür mache ich euch dann auch eine separate Playlist auf. Da könnt ihr dann später mal drin stöbern, wenn genug Rezepte vorhanden sind. Und heute gibt es halt den leckeren Blumenkohl in einer leckeren weißen Mehlschwitze, auch Bechamelsoße genannt. Und wie ich den zubereite, ja, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Ja, und für unseren Blumenkohl in weißer Soße benötigen wir natürlich erstmal Blumenkohl. Ich nehme hier am liebsten den TK-Blumenkohl, da er deutlich schneller fertig ist und im Endeffekt genauso frisch und lecker schmeckt wie normaler Blumenkohl. Natürlich könnt ihr auch frischen Blumenkohl verwenden, da müsst ihr aber mit der doppelten Garzeit rechnen. Ich habe jetzt 1 Kilogramm TK-Blumenkohl verwendet und 1 Esslöffel Salz dazu gegeben. Dann übergieße ich das Ganze direkt mit kochendem Wasser, so gart das Ganze noch deutlich schneller. Ja, und jetzt machen wir erstmal den Deckel drauf, bis es kocht. Und wenn es kocht, sollte der Blumenkohl erstmal so für 5 Minuten in dem kochenden Wasser vor sich hin garen. Nach den 5 Minuten stecht ihr euren Blumenkohl einmal mit der Gabel an und schaut, dass er noch bissfest ist. Er sollte nicht zu matschig sein, aber er sollte schon von der Gabel gleiten. Wenn der Blumenkohl dann den richtigen Garpunkt erreicht hat, dann schüttet ihr ihn durch ein Sieb ab und fangt das Blumenkohlwasser bitte auf. Das Wasser enthält ja jetzt den ganzen Geschmack des Blumenkohls und so können wir es super für die Soße verwenden. In dem Topf, wo gerade noch der Blumenkohl drin war, schmelzen wir jetzt 60 Gramm Butter. Der Herd, der sollte jetzt hier ungefähr auf mittlerer Hitze stehen. Wenn die Butter geschmolzen ist und diese Bläschen soweit nur noch am Rand vorhanden sind, dann gebt ihr zu den 60 Gramm Butter 3 Esslöffel Mehl. Ich habe hier ganz normales 405er Mehl genommen. Das Mehl, das rührt ihr jetzt gut ein und lasst es für 2 Minuten ungefähr unter ständigem Rühren mitköcheln. Nach den 2 Minuten geben wir kalte Milch an unsere weiße Soße. Ich habe die Erfahrung gemacht, es geht am einfachsten klümpchenfrei, wenn ihr erstmal kalte Flüssigkeit an die Mehlschwitze gebt. Ihr wartet jetzt, bis die Soße wieder etwas dicker ist und gebt dann noch mal einen Schuss Milch dazu, so dass sie sich dann wieder leicht rühren lässt. Die Soße, die wird jetzt immer wieder stark eindicken und jetzt können wir die heiße Flüssigkeit dazu geben, nämlich unser Blumenkohlwasser. Wichtig hier bei der Mehlschwitze ist es einfach, dass ihr die ganze Zeit rührt. So bekommt ihr auch ein Gefühl dafür, wie dick die Soße gerade ist und wann ihr wieder Flüssigkeit dazugeben müsst. Jetzt gebt ihr einfach immer wieder nach und nach die Flüssigkeit dazu, bis ihr meint, dass eure Soße die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Dann solltet ihr eure Soße erst einmal probieren, um zu entscheiden, was ihr für Würze dran machen wollt. Ich würze hier meine Soße mit einem Teelöffel Salz und ganz wichtig mit Muskatnuss. Ich persönlich, Muskatnuss gehört an jede Mehlschwitze und vor allem passt dieses Gewürz hervorragend später zu unserem Blumenkohl. Und jetzt guckt ihr nochmal nach der Konsistenz und wenn es zu dick ist, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen von dem Blumenkohlwasser dazu. Natürlich nochmal abschmecken und ich mache noch einen halben Teelöffel Salz dazu. Das müsst ihr im Endeffekt immer selbst entscheiden. Jetzt gebt ihr euren Blumenkohl zurück in die fertige Soße und lasst das Ganze nochmal für ungefähr 3 Minuten köcheln mit dem Blumenkohl zusammen. So kann die Soße den Blumenkohl wunderbar ummanteln. Das Ganze sollte jetzt während der 3 Minuten noch ein paar Mal durchgerührt werden, damit euch auch nichts anbrennen kann. Die Zubereitung mit dem TK-Blumenkohl hat jetzt circa
15 Minuten gedauert. Wenn ihr jetzt frischen Blumenkohl nehmt, müsst ihr ungefähr 10 Minuten mehr Zeit einplanen. Der Blumenkohl in weißer Soße passt hervorragend zu allen Fleischgerichten. Der Blumenkohl in dieser weißen Soße passt zum Beispiel hervorragend zu Schnitzel oder Frikadellen mit Salzkartoffeln. So könnt ihr euch die Extrasoße sparen und euer Fleischgericht dann mit dieser leckeren Soße essen. Wir persönlich essen den Blumenkohl auch sehr gerne einfach zu Nudeln als vegetarisches Gericht. Ja, und hier kommt es, das tolle Ergebnis. Ich zeig's euch mal. Der Blumenkohl ist von der Soße jetzt wunderbar ummantelt. Das zu einem leckeren Schnitzel mit ein paar Kartoffeln, was will man mehr? Ja, ich hoffe, mein Beilagenrezept hat euch heute gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Rezept auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!